Wir haben eine Möglichkeit an 15 Minuten, in denen wir mit unserem freien Willen fähig sind, Entscheidungen zu treffen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich, dass du heute hier bist zu dieser Episode mit meinen Tipps für dich, wie du leichter Entscheidungen treffen kannst. Ich habe das immer wieder und ich hatte auch hier privat eine Freundin bei mir in Amerika zu Besuch und die hatte richtig viele große, schwere Entscheidungen zu treffen. Wo ziehe ich hin? Wie will ich mein Leben gestalten? Wann ziehe ich aus? Beende ich die Beziehung auf eine bestimmte Art und Weise oder nicht? Es gab so viele Themen und so viele Entscheidungen zu treffen und ich durfte sie da 4 Wochen lang in ihrem Entscheidungsprozess sozusagen begleiten und habe mir gedacht, hier gibt es jetzt so viel zu lernen, so viel mitzunehmen, nicht nur für meine Freundin, sondern auch für dich. Denn es gibt so viele schöne Tools, wie wir uns das Leben leicht machen können, wie wir leichte Entscheidungen treffen können. Und deswegen habe ich hier jetzt für dich dieses Thema, diese Episode bereit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei meinen Impulsen zum Thema leichter entscheiden. Und dann geht es auch schon los. So, ihr Lieben, ich würde vorschlagen, wir starten direkt los mit dem Thema Entscheidungen treffen. Ich habe dazu auch schon mal in meinem Podcast hier für dich eine Episode dazu aufgenommen. Die verlinke ich dir direkt in den Shownotes, denn das Thema, ich habe Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen, was ist die richtige Entscheidung, ist etwas, was in uns ganz lebendig ist und natürlich auch bei meinen Klientinnen immer und immer wieder Thema ist. Wenn du also zum Thema Entscheidungen treffen, die richtige Entscheidung suchen, eine Episode hören magst, dann schau da unbedingt mal vorbei. Wie du in der Einleitung schon gehört hast, hatte ich eine Freundin bei mir zu Besuch, die ganz viele Entscheidungen zu treffen hatte, aber nicht nur hier. Ich erinnere mich auch an ganz viele Momente, in denen ich mit Kindern auch in Kontakt war, zum Beispiel natürlich mit meiner eigenen Tochter oder mit einer Freundin, bei dem wirklich dieser Satz fiel: Ich habe Angst, dass ich mich falsch entscheide oder ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Auch das Thema Entscheidungen treffen ist bei mir immer wieder lebendig und da stellt sich doch ganz offensichtlich die Frage, warum fällt es uns eigentlich so schwer, Entscheidungen zu treffen? Beim Entscheidungen treffen ist ganz wichtig zu wissen, dass wir rein kognitiv 15 Minuten freien Willen pro Tag haben. Das heißt, wir haben einen Container, wir haben eine Möglichkeit an 15 Minuten, in denen wir mit unserem freien Willen fähig sind, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn wir relativ wenige Gewohnheiten haben, wenige Routinen haben und mit vielen kleinen Einzelentscheidungen den ganzen Tag über gestalten müssen, dann ist unser Container irgendwann leer. Diese 15 Minuten freier Wille, diese 15 Minuten Kapazität, um Entscheidungen zu treffen, ist relativ schnell aufgebraucht. Hier wird klar, warum CEOs oder Mark Zuckerberg, den du mit Sicherheit kennst, Steve Jobs, Menschen, die keine Zeit damit vergeuden dürfen, Entscheidungen ihres Containers für Dinge zu verbrauchen, die nicht elementar sind, immer auch dieselben Klamotten anhaben. Also du kennst Mark Zuckerberg mit seinem Hoodie, du erinnerst dich an Steve Jobs, der immer von oben bis unten schwarz gekleidet war. Liegt einfach daran, dass sie irgendwann einmal die Entscheidung getroffen haben, ich ziehe einfach immer das Gleiche an und somit haben sie mehr Kapazität übrig für wirklich elementare, wichtige Entscheidungen und müssen nicht mehr jeden Morgen überlegen, was sie heute anziehen. Dass sich einfach
zu vergewissern und das mitzunehmen für diese Episode finde ich total wichtig, weil wir so oft, so lange mit Entscheidungen rumhadern, weil wir eben nicht ins Tun kommen. Dazu kommt aber gleich auch ein Tipp von mir. Also, warum ist es schwierig, manchmal Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu fällen? Warum hadern wir denn so oft rum? Dazu gibt es 3 Impulse von mir. Der erste ist, wir haben oft einfach nicht genug Wissen. Uns fehlt Information. Weil uns Information fehlt, versuchen wir aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir haben, aufgrund der Kenntnisse, die wir haben, die Puzzleteile so zusammenzustücken, damit wir irgendwie eine richtige Entscheidung treffen. Also ein Puzzleteil, warum es uns so schwer fällt, ist das Thema, wir haben nicht genug Information. Das zweite, natürlich auf dem Tablett liegende Thema ist, dass wir Angst haben. Wir haben Angst davor, dass die Entscheidung, die wir fällen, die Entscheidung, die wir treffen, hier auch nochmal der Hinweis zur Episode zum Thema Entscheidungen, wo ich auch auf diese Wörter eingehe, wie wir letztendlich im Sprachgebrauch mit dem Entscheidungen treffen und fällen umgehen. Wir haben Angst davor, dass die Art und Weise, wie wir uns entscheiden, am Ende dazu führt, dass wir vielleicht nicht glücklich sind. Sprich, wir haben Angst, dass wir unser Ergebnis nicht erreichen. Wie auch immer wir Erfolg und unser Ergebnis uns vorstellen, wir haben Sorge, dass das nicht klappt. Und ein letzter wichtiger Punkt, natürlich, denn so sind wir biologisch einfach gebaut, ist, wir haben Erfahrungen gemacht, die heute dazu führen, dass wir diese Erfahrung natürlich meiden wollen. Wir versuchen also, eine Entscheidung zu treffen, um Schmerzen aus der Vergangenheit nicht nochmal zu wiederholen. Sprich, wir werden in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen fällen, natürlich aufgrund der negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit in eine Richtung geleitet. Hier hat Mark Twain ein super treffendes Zitat gesagt, das ich dir mitgeben möchte an dieser Stelle. Es heißt, wir sollten darauf achten, einer Erfahrung nur so viel Weisheit zu entnehmen, wie in ihr steckt. Sonst gleichen wir einer Katze, die sich auf eine heiße Herdplatte setzt. Die Katze setzt sich nämlich nie mehr auf eine heiße Herdplatte, aber auch nie mehr auf eine kalte. Was heißt das? Das heißt, dass wir natürlich dazu tendieren, aus einer negativen Erfahrung eine Verallgemeinerung zu machen und dann nie mehr einen neuen Schritt zu wagen. Wie die Katze, die eine Erfahrung gemacht hat, heiße Herdplatte ist heiß, aber auch nie mehr dann die Erfahrung machen möchte, die kalte Herdplatte zu berühren. Diese Tatsache nennen die Neurobiologen als Historikerirrtum oder eben auch Outcome Bias. Das heißt, wir beurteilen unsere Entscheidungen anhand der Ereignisse von damals, statt anhand unseres Entscheidungsprozesses, den wir damals gefällt haben. Das heißt, wir sehen heute, wo ich stehe und welche Entscheidung ich damals gefällt habe, um dorthin zu kommen. Jetzt sehe ich vielleicht heute, ich bin nicht erfolgreich, ich habe mein Ziel nicht erreicht und dann bewerte ich meine Entscheidung von damals als falsch. Wenn ich aber schaue, wo ich damals gewesen bin, wenn ich also überlege, in welchem Umfeld ich war, welche Gründe dazu geführt haben, diese Entscheidung zu treffen, dann kann ich viel besser beurteilen, wie sich der Weg entwickelt hat und auch netter mit mir sein. Was wir also machen, ist, dass wir am Ende nur das Outcome anschauen. Outcome Bias ist da der Begriff, dass wir nur aufs Outcome gerichtet gucken, auf den Erfolg oder Nicht-Erfolg, anstatt den ganzen Prozess eben mit einzubedenken. Jetzt stehst du also vor einer Entscheidung und die große Frage ist, welche Tools helfen dir, um Entscheidungen zu treffen und alles mit einzubedenken und heute im Status quo zu sagen, ja, ich habe bewusst entschieden, dies oder jenes zu tun oder zu lassen. Nummer 1 ist dann natürlich, wer hätte es gedacht, ganz analytisch eine Pro- und Kontraliste. Das heißt, du listest auf, links und rechts, was spricht für das eine Thema und was spricht dagegen. Und auf der Seite, wo du mehr Pros oder Cons hast, hast du im Prinzip ganz sachlich dargelegt, in welche Richtung deine Entscheidung gehen darf. Ein zweiter Punkt, den ich auch immer wieder beobachte bei mir, bei meinen Klientinnen, bei meinen Töchtern, bei meinem Mann, ist, dass wir uns manchmal zu Tode hirnen. Zu Tode hirnen, damit meine ich, dass wir nur noch mit dem Thema beschäftigt sind, mit dieser Entscheidung, die wir fällen wollen. Möchte ich die neue Erziehungswege probieren? Möchte ich denn in den neuen Job gehen? Möchte ich umziehen? Dass wir einfach nur noch damit beschäftigt sind. Wenn aber unser Kopf arbeitet und unser Geist nicht mehr kann, wenn wir ständig nur noch in unserer Welt sind, dann brauchst du
ganz dringend Bewegung. Und zwar körperliche Bewegung. Dein Geist und dein Körper sind eins und alles ist immer im Fluss. Und wenn du da oben im Geist stagnierst und wenn du dich im Kreis drehst, dann darf dein Körper sich bewegen. Mit der Bewegung kommt nämlich auch der Geist wieder in Bewegung. Umgekehrt gilt das Gleiche im Übrigen, wenn dein Körper stagniert, wenn deinem Körper es nicht gut geht, wenn du merkst, es zwickt hier und da und der Kopf tut weh, dann darfst du deinen Geist bewegen. Das heißt, auf die Glaubenssätze schauen, auf die Themen schauen, die du gerade in deinem Umfeld hast und prüfen, wo du hier dein Mindset in eine neue Richtung wenden darfst, um den Fluss in deinem Körper wieder anzuregen. Im Übrigen, auch hier helfe ich dir natürlich dabei. Ein dritter Punkt, und der ist auch so wichtig. Oh mein Gott, ich sag's dir, ich bin hier in Amerika angekommen und einer der ersten Momente, die natürlich ganz logisch auf mich zugekommen sind, war, wir brauchen was zu essen und wir gehen einkaufen. Und dann war ich da in diesem Supermarkt und da gab es ein Regal, das war irgendwie 2,50 Meter hoch und 2 Meter breit, nur voller Orangensaft. Ich wollte einen Orangensaft und ich wollte einfach nur einen mitnehmen. Und stand dann vor diesem Regal mit gefühlt 50 verschiedenen Orangensäften zu 20 verschiedenen Preisen. Wenn du noch irgendeine Card hattest, irgendwelche Coupons, dann noch mit Discounts. Ich war völlig überfordert. Mit dem Endergebnis, ich habe gar keinen Orangensaft gekauft. Und genau das passiert, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest und du fragst viele Leute. Du fragst viele Leute, das heißt, du kriegst viele verschiedene Antworten, die dich am Ende überfordern. Wenn wir also eine hohe Auswahl haben an Möglichkeiten, dann stagnieren wir. Das heißt, wir kommen in die Starre und wissen gar nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Dann passiert es auch, dass es gefühlt aus unserem Eigenerleben heraus diese Mehrheit an Auswahl, an Menschen, Ideen und Impulsen, die ich bekommen habe, zu einer schlechteren Entscheidung führen. Tatsächlich gibt es da Studien dazu im Bereich Dating, wo jetzt heutzutage über das Internet natürlich die Möglichkeit ist, Millionen Menschen und Millionen Partner zum Beispiel zu finden. Und dann reduzieren wir diese vielen Informationen, die da möglich sind, am Ende auf das physische Aussehen und stellen dann später fest, dass das physische Aussehen eben für eine Beziehung doch nicht so relevant ist. Gleichzeitig, wenn ich viele Möglichkeiten habe, viele Ideen, viele Impulse, die mir helfen sollten, ja eigentlich eine Entscheidung zu fällen, viele verschiedene Orangensaftflaschen, die ich nehmen könnte und ich entscheide mich dann für eine, dann läuft unterbewusst in uns immer noch mit, vielleicht wäre das andere doch besser gewesen, hätte ich noch den Coupon gehabt. Und auch aus diesem Grund heraus ist es wichtig, dieses Auswahlparadoxon, und von dem ich dir gerade spreche, zu reduzieren. Das heißt, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, begrenze deine Auswahlmöglichkeiten, begrenze das mit darüber sprechen mit verschiedensten Menschen, weil du von verschiedensten Menschen zum Beispiel verschiedene Impulse bekommst. Begrenze die Möglichkeiten, die Entscheidungen vielleicht noch zu variieren in verschiedenen Möglichkeiten letztendlich, um dann deinen Weg zu finden. Schau, dass du die Auswahl so gering hältst wie möglich, damit du dich leichter entscheiden kannst. Vielleicht kennst du Mel Robbins, sie ist ein ganz bekannter, amerikanischer Coach, eine tolle Frau, und in ihrem Buch bespricht sie oder regt sie an, dass wir beim Thema Entscheidungen und grundsätzlich die 5 Seconds Rule starten. 5 Seconds Rule nach Mel Robbins heißt, dass du statt zu grübeln und zu überlegen, wie du es machen sollst oder was du machen sollst, dir selber 5 Sekunden Zeit gibst. Idealerweise zählst du sogar runter und sagst 5, 4, 3, 2, 1 und fängst dann an zu handeln. Dass du dich mit dieser 5-Sekunden-Regel selber in die Handlung bringst. Denn Overthinking, also die ganze Zeit drüber zu grübeln und nachzudenken, wie du es jetzt am Ende machen sollst, macht, dass wir uns überfordert fühlen und stagnieren. Und stattdessen sinnvollerweise 5 Sekunden zählen und sofort in die Handlung gehen. Statt ewig lang zu grübeln, einfach zu machen. Denn wenn du einfach machst, dann agierst du, dann bist du handlungsfähig, dann fühlst du dich nicht mehr so ohnmächtig in deiner Entscheidung. Und am Ende wissen wir nie, was die richtige Entscheidung war. Auch hier nochmal mein Hinweis zur Podcast-Episode zum Thema Entscheidungen treffen. Was mir total hilft,
als weiteres Tool Nummer 6 zum Thema Entscheidungen treffen ist, dass ich nicht in Emotionen und nicht in der Hektik Entscheidungen fälle, sondern ganz bewusst versuche, sachlich mit dem Thema zu sein und vor allem nicht im Stress, sondern in aller Klarheit. Wenn wir nämlich im Stress sind, das heißt emotional, vielleicht in der Wut, in der Überforderung, in der Anspannung, dann können wir nicht mehr gut klar denken. Genau aus dem Grund empfehle ich dir, immer noch einmal eine Nacht zu schlafen, möglicherweise, oder aber, je nachdem, wie groß deine Entscheidung ist, nochmal die 5-Sekunden-Regel von Mel Robbins zu nutzen und zu sagen, es ist nur eine kleine Entscheidung, ich mache jetzt einfach, denn das ist viel besser, als lange zu grübeln. In der Podcast-Episode 86 habe ich schon mal von den kleinen Schritten gesprochen und wie wichtig und elementar kleine Schritte sind. Beim Thema Entscheidungen fällen ist auch das der Fall. Schau da gern oder hör da gern nochmal in die Episode rein, Nummer 86 zum Thema kleine Schritte. Wenn du eine Entscheidung zu treffen hast oder treffen möchtest, erinnere dich an all die kleinen Schritte, die du schon gegangen bist. Manchmal ist der Berg nämlich so riesig, dass wir uns total verlieren darin, diese Aufgaben, diese Überwältigung zu sehen, dass das kleine Portionchen sind, die wir alle gehen können. Kleine Schritte heißt eins nach dem anderen. Diesen großen Berg klein machen, indem du ihn in kleine Häppchen teilst und dir dann dabei auch selbst wieder bewusst wirst, wie viel du schon geschafft hast, wie weit du schon gekommen bist und wie stolz du auf dich sein kannst. Und dann habe ich noch eine super Empfehlung bezüglich deines Körpers, denn dein Körper ist ein unglaublich mächtiges Tool. Körper und Geist gehören zusammen. Und wenn es dir gelingt, auch hier begleite ich dich, wenn du das magst, im Einzelcoaching oder in meinem Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen, ist es auch immer wieder Thema, wenn es dir gelingt, zu dir zu kommen, das heißt in die Ruhe zu kommen und dich zu spüren, wirklich in die Achtsamkeit zu kommen, dann kannst du spüren, wie dein Körper reagiert bei dieser Entscheidung, die du treffen musst. In die eine Richtung, welche Reaktion zeigt der Körper, in die andere Richtung, welche Reaktion zeigt dein Körper. Wird es eng in dir oder hast du das Gefühl, es weitet sich dein Brustkorb und alles geht auf? Dein Körper ist ein unfassbar wichtiges Tool, das dir immer die richtige Richtung weist, wo es hingehen darf. Also vertraue hier beim Thema Entscheidungen fällen unbedingt auch deinem Körper, hör und spür mal rein, was er dazu sagt, welche Körperreaktion er hier bringt. Und zu guter Letzt, auch ein wichtiger Aspekt, der mir sehr hilft, ist der Bereich Spiritualität. Das heißt, die Tatsache, dass du zuhörst, dass du in der Achtsamkeit, vielleicht auch sogar in der Meditation bist und hier empfängst. Die Meditation, egal wie du sie machst, ist der Moment, wo du bereit bist, Informationen zu empfangen, mit dir selbst in Verbindung zu sein. Zu spüren, was in dir gerade da ist, dich mit deinem höheren Selbst, mit deiner Intuition zu verbinden. Zuhören ist hier der Stichpunkt. Zuhören kannst du aber auch außerhalb der Meditation. Zum Beispiel, wenn du dieses Thema hast, Entscheidung, du hast eine wichtige Entscheidung zu fällen und zu treffen und du stellst diese Frage, in welche Richtung es gehen soll und du prüfst und hörst zu, was so um dich herum passiert. Manchmal hörst du einen total schönen Song im Auto und eine Textzeile sticht dir direkt ins Ohr hinein und führt dich sozusagen zu einer Antwort, was dein Thema mit der Entscheidung angeht. Manchmal ist es im Gespräch mit dem Partner oder mit den Kindern oder eine Erinnerung, die plötzlich hochkommt zu diesem Thema, die dich führt, wieder in diese Richtung zu gehen, um die Entscheidung zu fällen. Du hast die Weisheit und die Wahrheit nämlich schon in dir drin. Und all diese Tools sollen dir helfen und helfen dir auch, dass es leichter wird, dass du mit Leichtigkeit deine Entscheidungen, die du als Mama in deinem Alltag treffen musst, fällen und treffen kannst. Ich hoffe, du hattest den ein oder anderen Impuls dabei, den du mal ausprobieren magst, der dir dabei hilft. Und ich wünsche dir von Herzen viel Freude dabei und ganz, ganz, ganz viel Leichtigkeit für deinen Mama-Alltag. Viel Gelassenheit, mach's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.
Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.